Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde heute bei meiner Vespa GTS bei Ace mal die Vario-Rollen tauschen. Viele haben genauso wie ich manchmal das Problem, dass so in niederen Drehzahlen und beim Anfahren, im Leerlauf so ein leichtes Klackern zu hören ist. Das kommt manchmal von der Variomatik und von den Vario-Rollen. Ich werde jetzt heute mal die neuen Rollen von Dr. Pulli einbauen. Die sollen ja zu mehr Laufruhe der Vespa verhelfen, dann je nachdem, welches Gewicht man nutzt, auch natürlich zu besserer Beschleunigung. Oder wenn man ein etwas höheres Gewicht der Rollen nimmt, dann auch zu einer erhöhten Endgeschwindigkeit. Ich zeige euch mal die beiden unterschiedlichen Varianten. Das hier sind die, die es vorher gab. Die haben hier diese abgeflachten Stellen, wodurch sie halt eine andere Laufbahn haben als komplett runde Rollen. Sollen sehr haltbar sein. So sahen sie vorher aus. Und jetzt die neuen sehen so aus. Die haben noch zusätzliche Flügel. Einmal hier oben, was behilflich sein soll, dass man die auch richtig reinlegt und dass sie in ihrer Position verharren. Und hier vorne ist noch so ein Flügel dran, den seht ihr bestimmt. Dieser Flügel soll dafür sorgen, dass die Rollen besser an der Andruckplatte liegen und dadurch die Geräusche auch vermindert werden, was halt bei runden Rollen manchmal nicht ist. Sie können ein bisschen klappern und hier soll dieses Flügelchen dazu helfen, dass das Ganze leiser wird und ein besseres Andruckverhalten an der Platte ist. Das werden wir nachher mal testen, die baue ich jetzt mal ein. So, als erstes, damit wir jetzt an die Kunststoffabdeckung, an den vorderen Teil rankommen, müssen wir erstmal den Luftfilter hier oben lösen. Dazu mit einem Torx, mit einem 30er, die Schrauben hier hinten lösen. Hier ist Nummer 2. So, und hier haben wir die zweite. Beide gleich lang. Jetzt können wir das Luftfiltergehäuse etwas nach oben bewegen und kommen dann an alle Schrauben ran. Jetzt als nächstes, ich fange jetzt mal vorne mit dem vorderen Deckel an. Einmal anlösen, unten anlösen. Wundert euch nicht über den Krach, ich bin draußen. Heute ist nämlich schönes Wetter. Und das nutze ich dann immer, um auch draußen mal was zu machen. So, bei diesen kleinen Schrauben mache ich es immer so, wenn ich es abnehme, ich lasse die einfach drin. Einmal hier vorne eine Schraube, dann hier unten. So, dann vorsichtig abnehmen, auch die Schrauben lasse ich einfach da, wo sie drin waren. Als erstes wieder mal lösen die Schrauben. So, jetzt müssen wir die Schraube an der Kupplung hier entfernen. Dafür gibt es ein Haltewerkzeug. Besorgt. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist das hier. Haltewerkzeug für die Kupplung. Das kommt hier rein. Kurz arretieren. Dann das Ganze mit einem 19er Schlüssel lösen. Zack. Das war's schon. Und immer darauf achten, wenn ihr alles auseinanderbaut. Hier ist die Mutter, dahinter befindet sich noch eine Unterlegscheibe. Die müssen natürlich nachher auch alle wieder dahin, wo sie raus sind. Also am besten in der richtigen Reihenfolge auch hinlegen. So, da ist die Unterlegscheibe. Die beiden Sachen lege ich mir also schön zusammen hin. Na, geht doch. So, und hier, da ist ein Kabel mit dran. Ich lasse die Schraube mal auch hier gleich drin. So, und jetzt können wir vorsichtig den Deckel abnehmen. Und auch gleich mal sauber machen danach. So, nächster Schritt ist jetzt, wir müssen ja an die Variomatik ran. Ich
Mal gucken, Keilriemen sieht noch super aus, der ist ja auch noch fast neu. Kupplung sieht auch alles gut aus. Hier kann man gleich mal sauber machen drin. Kupplungsbeläge sind gut. Da ist immer der ganze Abrieb natürlich drin von der Kupplung. Aber ein bisschen Bremsenreiniger, das Ganze dann auswischen. Man sieht hier schon, da kommt ganz schön Schmutz runter. Und wenn wir es schon mal offen haben, machen wir es natürlich auch gleich alles richtig sauber. Kupplungsglocke sieht wieder gut aus. Jetzt kommt das Lüfterrad der Variomatic. Auch hier brauchen wir jetzt wieder ein Spezialwerkzeug zum Arretieren. So, das Ganze sieht dann so aus. Das ist das Arretierungswerkzeug. Also Schraube mit Unterlegscheibe. Dann hier oben durch. Dann kommt der Abstandhalter. Und das Ganze muss dann hier oben rangeschraubt werden. Nachdem das Ganze unten arretiert ist, geht es da oben rein. So, das reicht. Und jetzt ist das Ganze arretiert. Jetzt kann ich wieder mit meinem 19er Schlüssel das Ganze lösen. So, das war's schon. Mutter ist locker. Jetzt können wir die Halterung wieder abnehmen oben. Also kann man alles selber machen. Man muss natürlich nachher, das ist ganz wichtig, zum Zusammenbauen auch einen Drehmomentschlüssel haben. Erstmal die Halterung raus. Die brauchen wir nachher wieder für den Zusammenbau. Die lege ich mir beiseite. So, jetzt können wir die Mutter erstmal der Vario lösen. Dann sind 2 Unterlegscheiben dahinter. Einmal eine dicke. Die hat so einen Dom. Da bitte darauf achten, dass er die in der richtigen Reihenfolge wieder reinbaut. Zweite Scheibe nehmen wir auch runter. Das ist dann die hier. So wie man rausgenommen hat, beiseite legen. Und dann haben wir schon das Rad hier. Das können wir auch gleich mal sauber machen. Wenn da so ein bisschen Riefen drin sind, kann man hier vorsichtig mit feinem Sandpapier mal rübergehen, um das wieder ein bisschen zu glätten. Also wirklich feines Sandpapier nehmen und dann merkt man schon, die Oberfläche ist wieder schön glatt. Nummer 1. Dann haben wir hier noch eine kleine Scheibe, auch die muss nachher wieder dazwischen, nicht vergessen. Dann kann ich den Riemen mal runternehmen, mitsamt der Kupplung. Leg mir auch das beiseite, dann komme ich überall besser ran. Und jetzt nehme ich vorsichtig hier hinten die Vario raus, da fallen mir schon die Rollen entgegen. Hier hinten dann die Hülse, die mache ich auch gleich nochmal sauber. So, und das mache ich jetzt mal alles sauber. So, jetzt sieht das Ganze doch gleich wieder aus wie neu. Alles gereinigt. So, und jetzt brauchen wir die neuen Gewichte. Da kann man an sich nicht viel verkehrt machen, denn dadurch, dass die jetzt oben diese Flügel haben, lassen die sich an sich nur auf eine Seite einsetzen, nämlich so. Wenn man es andersrum macht, merkt man relativ schnell, das geht nicht, das wackelt hier hin und her. Also ganz klar, diese gerade Seite, die hier ist, die kommt hier rein. Und das dann einfach mit allen machen. So, weil dieser Flügel, der muss halt vorne an der Andruckscheibe sein, damit das Ganze dann gut anliegt. So, bevor es jetzt losgeht mit dem Einbau, ist noch ein Tipp, der von Techpolice immer angegeben wird. Das ist der sogenannte Textmarker-Tipp. Denn damit, ich zeige es euch mal hier, der Keilriemen nachher nicht zu hoch läuft. Denn je nachdem, welche Gewichte man nimmt, kann die Steighöhe des Riemens nach oben gehen. Also sollte man einen Test machen
Und das werde ich auch mal machen. Und zwar hier einfach mal einen Strich machen. So. Mit einem Edding. Und dann seht ihr, wenn man das Ganze dann nochmal ausbaut und testet, wie hoch der Riemen gelaufen ist. Denn der darf natürlich nicht oben über die Kante rüber, das kann gefährlich werden, dann kann er runterspringen oder auch sich selber beschädigen. Der darf natürlich maximal bis da oben hin laufen und deshalb macht man so einen Test mit einem Marker. So, jetzt baue ich noch die Rückseite, da baue ich jetzt die neuen Gleiter ein. So, dann haben wir die auch getauscht gegen die neuen. So, damit das Ganze jetzt beim Einbauen nicht verrutscht oder diese Gewichte kippen, ist immer noch ein Tipp. Das Ganze einsetzen, auch nochmal prüfen, ob das hier guten Halt hat und nicht klappert. Tut es. So, und dann wirklich darauf achten, dass alle Gewichte an der richtigen Stelle sitzen. Tun sie, also die Flügel sind alle an der richtigen Seite. Dann die Andruckplatte rauf und auch kurz gegendrücken, dass die jetzt beim Einsetzen sich nicht lockern und dann wieder verkanten oder sich in eine andere Position begeben. Dann die Hülse rein. So, und dann vorsichtig bis nach hinten durchschieben. Beim Einbau könnt ihr die Scheiben, wo der Riemen drin sind, Kupplung ein bisschen zusammendrücken, dann lässt sich das durch Drehen ein bisschen nach hinten, dann rutscht der Riemen auch weiter nach vorne. So. Riemen sitzt, dann lässt er sich auch gut hier nach vorne bewegen. Wir haben da eine Menge Spiel. Dann kommt die Unterlegscheibe hier rauf. So, Keilriemen mal so schön lose machen hier, dass wir die gut drauf kriegen. Kupplungsglocke kann auch schon mal rauf. So, dann wieder die beiden Unterlegscheiben. Erst die größere, flache und danach dann die mit dem Dom, so wie man es rausgebaut hat. Bei der Mutter könnt ihr noch, wenn ihr das wollt, noch ein bisschen Schraubensicherung drauf machen. Kleines Tröpfchen werde ich auch machen. So, dann brauchen wir wieder das Haltewerkzeug, was wir vorhin hatten, zum Arretieren. Erst unten rein. Dann müssen wir gucken, dass wir oben hier zur Schraube kommen. So. So, das Ganze muss natürlich auch gut drauf sitzen. Ganz wichtig. So, das hält bombenfest. Jetzt müssen wir den großen Schlüssel holen, und zwar den Drehmoment. Und für die vordere, jetzt muss ich mal gucken, brauchen wir 80 Newtonmeter. Für die hier, für die hintere, nachher, wenn das Gehäuse drauf ist, 60. Knack. Da haben wir sie, die 80. So, jetzt haben wir hier alles in Ordnung. Nochmal den Riemen kontrollieren. Sitzt richtig, die Halterung wieder ab hier oben. Und dann können wir den Deckel auch schon wieder rauf machen. So, Halterung ist ab. Die ist sehr hilfreich, kostet auch nicht viel. Und wenn man so eine Arbeit mal machen möchte, dann hat man gleich das richtige Werkzeug. So, jetzt kommt der Deckel wieder rauf, bevor ich den rauf mache. Der sieht auch ein bisschen schmuddelig aus. Außen wie innen wird er natürlich auch erstmal gereinigt. So, Gehäuse habe ich jetzt auch mal innen wie auch außen schön gereinigt mit Bremsenreiniger. Kann jetzt wieder vorsichtig angesetzt werden. Unten auf die Schraube achten mit dem Kabel, das muss wieder ran. Natürlich auch schauen, dass der Keilriemen jetzt dann nicht eingeklemmt wird. So, sitzt gut. Fangen wir mal mit den Schrauben an. Hier unten immer dran denken, da ist die Halterung vom Bremskabel mit dran. So, da wie gesagt
Die Halterung nicht vergessen hier hinten. So. An die hintere kommt man natürlich ein bisschen schwerer an die hintere Schraube, aber wenn man das jetzt abnehmen würde, hier wäre es natürlich einfacher. Ich mache das einfach mit so einem Winkel und dann klappt das nämlich auch ganz gut. So, jetzt kann man die Schrauben hier schon mal alle festziehen. Also erstmal so handfest. Zack. Zack. Hier vorne die. Zack. Und zack. So. Jetzt fehlt natürlich noch die Mutter. Nicht vergessen, Unterlegscheibe runter. Auch bei der Mutter kann man, wenn man möchte, ein bisschen Schraubensicherung ranmachen. Kleiner Tropfen reicht. Mutter raufdrehen. So, die hintere Mutter. Auch hier müssen wir jetzt natürlich wieder das Haltewerkzeug reinmachen. Zack. Und den Drehmomentschlüssel auf 60 Newtonmeter. So. Zack, das waren sie schon, die 60 Newtonmeter. So, jetzt haben wir alles dran, also auch relativ simpel. Vorne, wie gesagt, 80 Newtonmeter, hinten 60. Ihr braucht diese beiden Haltewerkzeuge, einmal das und einmal das für die Kupplung hinten. Und dann kann man das auch durchaus selber machen. So, ich ziehe jetzt nochmal die Muttern alle richtig nach. Diese Schrauben hier kriegen alle 12 Newtonmeter. Fest, nicht zu fest. Zack. Hier unten die. Vorne haben wir noch eine. Fest. Sogar so ran. So. Wunderbar. Die sitzt auch. Deckel wieder rauf. Auch hier haben wir ja noch die 3 Schrauben drin. Hier unten nicht vergessen, hier ist noch diese Halterung vom Kabel, von der Bremsleitung. Die muss natürlich jetzt hier mit rein. Ganz wichtig. Zack. Nummer 2. Und die Halterung. Nummer 3. Die natürlich nur handfest, nicht zu fest machen. Müssen aus Kunststoff halten. So, jetzt noch der vordere Deckel. So, dann setzen wir den Deckel hier an. Zack, einmal. Schraube oben, Schraube unten. So, auch die hier nicht zu fest. Handfest anziehen. Und dann passt das. Wunderbar. Hier oben mit dem Luftfilter, da ganz wichtig, hier hinten ist eine Halterung vom Schutzblech, die muss natürlich auch wieder schön unten dran sitzen. So, die hier oben wieder mit dem Torx-Schraubenzieher rein. So, jetzt sitzt sie drin. Und nicht ganz fest machen, erstmal die zweite rein. So, sitzt auch. Bombenfest, alles sitzt, alles sitzt. Auch mal kontrollieren. Alle Schrauben dran. Hier passt alles, alle Kabel sind dran, alle Kabelhalter. Wunderbar. Dann würde ich sagen, einmal kurz einen Teststart machen. Wunderbar, alles läuft. Alles bewegt sich, wunderbar.
haben wir es also hingekriegt. Das war der Zusammenbau. So, das war es jetzt erstmal mit dem Einbau, also gar nicht so kompliziert, wie man sieht. Ihr braucht nur die richtigen Werkzeuge, also sprich einen Drehmomentschlüssel auf jeden Fall, die beiden Haltewerkzeuge, 19er Schlüssel, 8er Schlüssel, ein Torx, ein 30er und schon geht's los. Und dann, wie gesagt, nur darauf achten, dass ihr alle Unterlegscheiben an die richtigen Stellen macht. Und ja, wenn Fragen dazu sind, einfach mal unten in die Kommentare. Ich habe es jetzt auch das erste Mal alleine gemacht, aber es funktioniert an sich ganz gut. Ich habe das schöne Wetter genutzt. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf die Probefahrt und wie sich die Rollen beim Fahren anfühlen. Also ob sie leiser sind, ob sie eine bessere Beschleunigung bringen oder ob sie gleich bleibt, wie die Geschwindigkeit, höchste Geschwindigkeitsbereich aussieht, wie so das gleichmäßige Beschleunigen ist. Sie sollen ja eine Menge bringen und ich werde euch dann bei der Fahrt nochmal berichten, wie so meine Eindrücke sind und ob sich dieser Umbau lohnt. Es ist ja nicht sehr kostspielig. Ich glaube, die kosten so 40 € oder so. Aber wenn es was bringt, wäre das natürlich eine schöne Maßnahme, um so ein bisschen das Fahrverhalten der Vespa zu verbessern. Also, bis gleich. Ja, ich bin jetzt schon mal sehr gespannt, wie meine Testfahrt jetzt ausfallen wird. Also ich werde so Sachen testen wie langsam fahren und gucken, wie die Standgeräusche sind, weil das sind ja manchmal die Sachen, die bei einer Vespa GTS so ein bisschen störend sind. Da gibt es so ein leichtes Rasseln manchmal in der Variomatik, kommt halt von den Vario-Rollen, das ist nicht schlimm, manchmal ein bisschen nervig halt einfach. Und das soll jetzt ruhiger sein, das werde ich gleich mal testen. Also das Standgeräusch, was ich jetzt so höre, ist schon mal sehr gut. Also das ganze Rasseln ist weg. Es war bei mir auch nicht so schlimm. Also im Stand sehr, sehr angenehm. Kein Klingeln, kein Rasseln. Also das hört sich schon mal super an. Und jetzt werde ich mal so ein Stückchen fahren. Ich fahre nachher auch gleich mal ein Stück auf die Bundesstraße. Gucken, wie so der Durchzug so von 50 bis 100 ist. Ich fahre jetzt mal bewusst ein bisschen langsam. Also ich höre gar nichts mehr. Die läuft butterweich, die Vario. Also im Stand gar nichts mehr zu hören. Und auch so bei langsamen Anfahrten butterweich, also da ist jetzt kein Schnarren mehr zu hören, das scheint also wirklich gut zu funktionieren. So, jetzt mache ich mal das ASR aus. Teste mal den Anzug. Der soll sich ja auch verbessern. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Anzug sich wahrscheinlich eher verbessert mit leichteren Rollen. Ich habe jetzt die 14 Gramm Rollen drin. Die sind ja vom Gewicht genauso wie die Originalen. Da sollte also jetzt in der Beschleunigung, nehme ich mal an, nicht so ein großer Unterschied sein. Vielleicht in der Endgeschwindigkeit, weil ja durch diese Flügel und durch die Form der Gleitrollen das natürlich jetzt ein bisschen weiter nach oben gedrückt wird und dadurch natürlich dann die Geschwindigkeit sich ein bisschen erhöhen kann. So, nochmal ein Beschleunigungstest. Also subjektiv würde ich vielleicht sogar sagen, einen kleinen Tick besser. Ich fahre jetzt mal auf die Bundesstraße. Ich will mal testen, wie das im höheren Geschwindigkeitsbereich ist. Aber das muss man sagen, empfinde ich jetzt subjektiv, vielleicht täuscht es auch, aber doch erstmal als besser. Also, das ist gut. Ganz gleichmäßige Beschleunigung, kein Loch, keine Vibrationen, keine Geräusche. Nochmal so ein bisschen runtergehen auf 70, 60, hinter mir ist keiner. Ja, also das ist ganz butterweich jetzt. Der Lauf der Variomatik. Also bin ich zufrieden. Ich fahre vielleicht auch gleich mal ein Stück auf die Autobahn. Würde mich jetzt auch mal reizen. Mal zu sehen, wie es dann um die 120 aussieht. Aber bisher muss ich sagen, das ist gut. Und was mir halt wichtig war, ist, dass jegliche Geräusche weg sind. Und das ist der Fall. Also auch in den niederen Drehzahlen und bei langsamer Geschwindigkeit hat man nicht so dieses leichte Rasseln in der Variomatik, was bei Rollen manchmal da ist. Das ist wirklich ganz ruhig. Und alleine dafür hätten sich für mich die Investitionen schon gelohnt, die 40 €. Plus ein bisschen Anbauzeit, aber wenn man es selber macht, ja, dann schönes Wetter, ein bisschen draußen hinsetzen, halbe Stunde investieren, die Werkzeuge kann man eh gebrauchen.
Und dann ist es schnell gemacht. Das kann ich nochmal beschleunigen. Also die Art und Weise, wie Ace jetzt so auf seinen Topspeed kommt, ist wirklich angenehm. Also es zieht ganz sauber durch auf die 120. Naja, also nach wie vor so ein bisschen über 120, knapp an die 130 ran, reicht. Wenn man dann die Tachoabweichung wieder abzieht, sind wir bei echten 120. Das Speedwheel könnte dann nochmal 10 km/h mehr bringen. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht richtig getestet, weil mit Windschild und Topcase bin ich momentan gerade in meiner Reiseausstattung, vorne noch Gepäckträger und Scheinwerfer dran. Also das Ding ist vollgeladen bis Oberkante. Und von daher nicht ganz so messbar jetzt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das in der Höchstgeschwindigkeit ein bisschen was bringen wird. Also ein paar Kilometerchen mehr. Wer es dann möchte oder braucht, der bekommt das. Und wer dann die Beschleunigung möchte, ich werde es jetzt nicht nochmal testen, weil das nicht so mein Ding ist. Also jetzt das alles nochmal ausbauen und wieder einbauen, bloß um mal zu testen, wie die 12,5 Gramm sich verhalten, werde ich nicht machen. Also für mich sind die 14 Gramm perfekt. Gleiche Leistung ungefähr wie vorher, aber ein bisschen weichere Entfaltung. Alles super. Ganz solide auf die 120. An sich sollen die Pullis ja noch sogar ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit bringen, was man bei mir jetzt Punkt A wegen dem starken Wind, Punkt B wegen meinem Segel hier vorne natürlich nicht so testen kann. Ich habe auch kein Speedwheel drin, gar nichts. Fahre also jetzt ganz normal hier die knapp über 120, 122 vielleicht. Aber mit Segel und bei Wind ist das schon ganz gut. Die Vario läuft auch sehr ruhig dabei, keinerlei Geräusche. Mir kommt es ein bisschen so vor, als wenn die Drehzahlen ein bisschen geringer sind als bei den normalen Rollen. Das soll ja auch eine Auswirkung dieser Dr. Pullitech sein, dass bei Höchstgeschwindigkeit die Drehzahl geringer ist, was sich dann natürlich positiv wieder auf Verbrauch auswirkt. Das muss ich vielleicht nochmal separat machen. Ich werde die jetzt erstmal einfahren, die Rollen, und dann mal die Scheibe abmachen, und dann werde ich mal einen Topspeed-Test machen, ohne Windschild und bei vielleicht normalen Windverhältnissen. Und dann könnte das vielleicht sogar noch eine leichte Erhöhung bringen. Wahrscheinlich nicht viel, vielleicht so 5 oder 7 km/h. Aber wenn man dann halt mit 100 oder 110 fährt, fährt man mit geringerer Drehzahl. Und das ist ja auch ganz anständig. Also ich spüre jetzt nicht, dass er irgendwie in den Drehzahlbegrenzer reinkommt. Das hat man vorher ja immer so ein bisschen gehört. Davon merke ich jetzt nichts. Das heißt, wahrscheinlich arbeitet der Motor jetzt so gegen die Windverhältnisse mit der Scheibe, dass er gar nicht in den hohen Drehzahlbereich reinkommt. Aber alles gut. 120 fährt die Vespa ganz entspannt. Ich habe ja nun auch viel dran. Ich habe das Topcase hinten dran, das Windschild. Das ist ja alles immer noch ein bisschen hinderlich, wenn es um Höchstgeschwindigkeit geht. Mehr Windwiderstand, mehr Gewicht. Aber so vom Fahrgefühl, und das ist für mich das Entscheidende, bin ich da sehr angetan. Also die Variomatic hat jetzt einen seidenweichen Lauf. Das ist wirklich schön. Keinerlei Geräusche mehr, das finde ich am schönsten. Dieses Klackern, das ist manchmal wirklich ein bisschen störend dann bei einer Vespa.
Auch die Umsetzung vom Gas jetzt mit der Vario sehr angenehm. Also alles butterweich. Und nach wie vor keinerlei Geräusche. Ja, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute mit dem kurzen Einbauvideo der Tech Police und mit einer kurzen Testfahrt. Ja, jetzt vielleicht noch mal kurz zu einem Resümee. Also Einbau, habt ihr gesehen, ist relativ einfach. Man braucht 2 Spezialwerkzeuge, ein paar Schlüssel und dann kriegt man das an sich auch relativ gut hin. Ist auch kein großer Zeitaufwand, wenn man die paar Sachen beachtet. Aber da gibt es ja auch noch viele andere Videos im Internet, wo man sich das genau angucken kann. Und dann kriegt man das auch selber hin. Also Zeitaufwand relativ gering, überschaubar, Preisaufwand 40 €. Um vielleicht auch noch mal zu sagen, ganz wichtig, das Video wurde nicht gesponsert von Dr. Pulli, sondern ich habe mir die selber gekauft, weil ich halt viel schon gelesen und gehört habe und wollte jetzt wirklich mal testen, bringt das was. Und ich muss sagen, ich finde es super und wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Beschleunigungsvariante gewählt mit 12 oder 12,5 Gramm, sondern wirklich ganz klassisch die 14 Gramm, die auch bei den normalen Vario-Rollen sind. Und der Unterschied ist, es ist definitiv mehr Laufruhe da. Haltbarkeit kann man nicht sagen, sollen sie aber auch sein, viel haltbarer. Aber die Laufruhe ist höher, die gleichmäßige Beschleunigung ist meines Empfindens nach besser. Und ich schätze auch, und das habe ich schon so ein bisschen gemerkt eben bei der Fahrt, ich glaube auch der Topspeed wird höher sein. Vielleicht nicht viel, aber ein paar Kilometer werden da sein. Ich habe kein Speedwheel drin, nichts, ich habe diese riesen Scheibe dran. Also ich glaube, Topspeed wird sich da bemerkbar machen, ein bisschen sich erhöhen. Das heißt, bei meinen normalen Geschwindigkeiten geringere Drehzahlen. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Aber auf jeden Fall eine lohnende Maßnahme für die, die jetzt sagen, ich will mir jetzt nicht gleich eine Sportvario einbauen, sondern halt einfach nur die Rollen tauschen. Und es macht eine Menge aus. Also ich bin da auf den ersten Eindruck sehr zufrieden. Ich werde euch mit der Zeit natürlich noch weiter berichten, wie die sich so im Dauertest angestellt haben und auch dann mal, wenn meine Vespa nicht mehr so beladen ist, mal im Höchstgeschwindigkeitsbereich. Aber eine lohnende Investition und wieder ein bisschen was zum Basteln für die nächste Saison. Kann ich euch also sehr empfehlen. Ansonsten, es geht bald los mit meinen Touren. Ich bin ja schon in der Vorbereitung. Warte jetzt noch aufs richtige Wetter. Es ist schon da, aber es ist noch ein bisschen frisch. Aber es geht bald los. Und ich wünsche euch natürlich eine tolle Zeit. Fahrt vorsichtig, wenn ihr draußen fahrt. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche beim nächsten Video. By the way, Daumen nach oben nicht vergessen. Also bis dann. Ciao.